Wenn man über einen Plan B nachdenkt oder aber auch auswandern will und sich dann im Ausland international diversifizieren will, dann machen viele immer noch den Fehler, dass sie meinen, sie müssen alles, ihre gesamte Infrastruktur, also Wohnsitz, Firma, Bankkonto, in einem Land konzentrieren und bewegen sich damit im Grunde genommen vom Regen in die Traufe. Wie man das besser macht, das will ich dir in diesem Video gerne einmal näher erklären. Übrigens noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Aus meiner Sicht einer der besten Wohnsitze, die man haben kann, sind die Philippinen. Ausländer leben in den Philippinen komplett steuerfrei. Du zahlst Steuern nur letztlich auf philippinische Einkünfte, die du ja wahrscheinlich nicht hast, weil du dort keinen Job hast. Du kannst in den Philippinen auch ohne Visum jahrelang leben. Du kannst die Philippinen ideal nutzen als eine feste Basis und dann weltweit reisen. Wohnungen sind sehr günstig. Fang schon bei $200 im Monat an. Die Philippinen nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch teil, aber sie sind eben dennoch Abkommensstaat mit Deutschland, Österreich und der Schweiz und insofern schon mal keine Steueroase. Kein Wunder also, dass wir schon seit vielen Jahren auf den Philippinen aktiv sind. Wir haben eine Basis in Davao, eine der größten Städte der Philippinen, und können dich diesbezüglich rundum unterstützen. Vom Führerschein eben auch bis zum Visum und zum Konto können wir dort alles aus einer Hand anbieten. Link zu unseren Dienstleistungen packe ich nochmal in die Beschreibung zu diesem Video. Natürlich machen wir auch dort regelmäßig Reisen hin. Auch das wäre vielleicht etwas für dich. Da zeige ich dir Davao dann tatsächlich mal vor Ort. 5 Tage lang sehr intensiv mit einer tollen Gruppe von Gleichgesinnten. Also überleg dir das mal. Alle Infos auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos, und ich werde dann gleich noch auch mal in diesem Video mehr zu den Philippinen erzählen. Aber jetzt erst noch mal zum Anfang zurück. Etwas, für den wir regelmäßig waren, das ist so die Tendenz, dass man gerne ein Klumpenrisiko bildet. Also man hat sein Unternehmen in Deutschland, man hat die deutsche Staatsbürgerschaft, man hat seine Bankkonten in Deutschland, man hat dann 10 deutsche Immobilien. Man ist bei deutschen Banken investiert, man hat seine Edelmetalle in Deutschland gelagert, man ist bei einem deutschen Broker. Und das ist natürlich ein effektives Klumpenrisiko. Wenn du dir anschaust, was in der Geschichte immer wieder passiert ist, leider muss man sagen, auch in Deutschland, dann kam es immer wieder zu Enteignungen. Und da meine ich jetzt nicht nur mit Enteignungen im wörtlichen Sinne, sondern auch Enteignungen zum Beispiel über Steuern, über Zwangshypotheken und was es dort sonst noch alles so gegeben hat. In anderen Ländern gab es auch mal Goldverbote. Auch in Deutschland war der Besitz von Gold zum Teil sehr restriktiv gehandhabt. Selbst wenn du Deutschland heute verlässt und du hast deutsches Vermögen, dann bist du immer noch der deutschen Steuer ausgesetzt, möglicherweise noch für 10 Jahre oder auch länger. Bei Erbschaftssteuer sogar im Grunde genommen unbeschränkt. Du hörst ja immer wieder, was deutsche Politiker sagen, gerade zum Beispiel zum Thema Immobilien. Wir sind froh, dass Immobilien eben immobil sind. Das heißt, die können nicht weglaufen, die können nicht auswandern. Immobilienbesitzer sind also die wir hier ordentlich ausnehmen können. Dort können wir noch ganz schön was abschöpfen, wenn es dann einmal notwendig werden sollte. Und wir sehen ja, was das Thema Grundsteuer anbelangt, dass das sicherlich schon mal erste Versuche sind. Und da soll ja möglicherweise noch sehr viel mehr kommen. Und dann irgendwann vielleicht sogar der steuerfreie Verkauf von Immobilien auch noch abgeschafft werden. Also das heißt, alles in einem Land zu konzentrieren, alles in Deutschland zu konzentrieren, ist ein großer Fehler. Das Gleiche gilt natürlich für jedes Land, ob es jetzt Österreich ist, die Schweiz, die USA oder sonst irgendwas. Alles in einem Land zu konzentrieren, ist ein Fehler, insbesondere wenn man davon ausgeht, dass es bestimmte Systemrisiken gibt und dass der Staat es auf dein Vermögen abgesehen hat. Immer wieder muss ich jetzt allerdings sehen, erlebe ich bei Deutschen, die auswandern, genau das Gleiche dann im Ausland. Also jemand zieht nach Dubai um, dann hat er in Dubai seine Firma, er hat in Dubai seinen Aufenthaltstitel, er hat in Dubai sein Bankkonto, in Dubai hat er Immobilien und vielleicht auch noch Edelmetalle. Also das heißt, selbst wenn man Deutschland verlassen hat und sich vielleicht dort von einem Klumpenrisiko befreit hat, wiederum das gleiche Klumpenrisiko in einem anderen Land, in diesem Fall eben in Dubai, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dass das keine besonders gute Idee ist, das haben wir ja jetzt gesehen in puncto Irankrieg. Ich will jetzt bezüglich Dubai hier keine Panik machen. Dubai ist ein toller Standort, ich bin unheimlich gerne dort. Ich denke auch, dass sich die Vereinigten Arabischen Emirate hier langfristig sehr gut aufstellen werden und sehr gut aufgestellt sind. Aber all jene, die jetzt vielleicht intensiv in Dubai investiert sind, haben jetzt gerade vielleicht Stirnrunzeln und überlegen sich, ob das eine besonders gute Idee war. Selbst wenn jetzt dieser Krieg hier hoffentlich bald endet, weiß man nicht, wann der nächste Krieg kommt und ob das Ganze dann nicht noch viel dramatischer wird. Aber wie gesagt, auch Dubai natürlich an sich kein Problem, aber es ist die Konzentration, es ist das Klumpenrisiko aufzubauen, was eben tatsächlich ein Problem ist. Und schon sehr lange haben eben kluge Menschen erkannt, dass das keine besonders gute Art und Weise ist, mit seinem Vermögen umzugehen, dass man sich eben dort dann von einem einzigen Staat abhängig macht.
und diesem Staat eigentlich viel zu viel Macht dann gibt über sich selbst. Da hat ja dann jemand mal die sogenannte Flaggentheorie entwickelt, das war in den 60er Jahren. Ich bin jetzt nicht so hundertprozentig ein Fan von der lupenreinen Flaggentheorie, weil ich denke einfach, dass das heute mit Informationsaustausch, mit Transparenzregistern, vielleicht in Zukunft mit Vermögensregistern nicht mehr so einfach sein wird, wie das Anhänger der Flaggentheorie immer behaupten. Aber natürlich gibt es bei der Flaggentheorie gute Aspekte. Ich würde es einfach internationale Diversifikation bezeichnen, dass man eben sein Vermögen, seine Staatsbürgerschaft, seine Aufenthaltstitel weltweit verstreut und nicht alles in einem einzigen Land hat. Also nehmen wir einmal an, du ziehst nach Dubai um, dann hast du ja in Dubai den Aufenthaltstitel und vielleicht gründest du dann tatsächlich in Dubai eine Firma, verwendest aber diese letztlich nur für deinen Aufenthaltstitel und ansonsten hat sie keine große Funktion. Soweit, so gut. Musst du dann wirklich eine Immobilie in Dubai kaufen? Macht es nicht Sinn vielleicht gerade im jetzigen Klima, dass du etwas mietest? Müssen all deine Konten in Dubai sein? Macht es dann vielleicht nicht Sinn, dass du Konten zum Beispiel in der Schweiz hast oder in Liechtenstein oder in Singapur? Apropos Singapur, wäre Singapur nicht ein gutes Land, auch ein Unternehmen zu gründen? Ein Unternehmen, das du in Dubai, ja dann, wenn du es richtig machst, nicht anmelden musst und die Gewinne, die du aus dem Unternehmen in Singapur bekommst, nicht nur steuerfrei sind, sondern du sie ebenfalls in Dubai in der Steuererklärung nicht nennen muss, denn es gibt ja in Dubai für natürliche Personen keine Steuererklärung. Also wissen die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja sicherlich auch ein Überwachungsstaat sind, ich sage das jetzt im positivsten Sinne, gar nicht, dass du dort ein Unternehmen hast. Dann hast du vielleicht noch Immobilienvermögen, aber auch wiederum in anderen Gebieten, in anderen Ländern eben nicht in Dubai. Also wir haben zum Beispiel viele Mandanten, die sind in Dubai aktiv, investieren aber in Immobilien in Sansibar. Sansibar, eine wunderschöne Insel. Dort gibt es in der Sonderzone Fumba Town die Möglichkeit, recht günstig Immobilien zu erwerben. Zum Teil schon für unter 100.000, aber wenn du eben 100.000 investierst, bekommst du dort zusätzlich dann auch noch eine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis dazu geschenkt. Also auch im Punkto Plan B eine sehr interessante Sache. Auch die Renditeentwicklung dieser Immobilien in Fumba Town ist sehr interessant. Wir haben ja auch schon viele Videos darüber gemacht. Ich möchte das jetzt einfach nur als Beispiel bringen. Es gibt jetzt sicherlich auch noch zig verschiedene andere Länder, wo du in attraktive Immobilienprojekte investieren kannst. So, und jetzt nehmen wir einmal an, dass es wieder zu einer Krise in Dubai kommt und du entscheidest dich vielleicht jetzt, dass du Dubai verlassen willst. Vielleicht auch gar nicht für immer, aber sagen wir vielleicht mal für ein Jahr. Und dann kannst du einfach Dubai verlassen, bist nicht mehr da. Und du musst dir dann keinen Kopfzerbrechen darüber machen, was mit deinen ganzen anderen Assets passiert. Diese sind nämlich alle nicht in Dubai. Und ich hatte ja gesagt, du hast einen Aufenthaltstitel zum Beispiel in Sansibar, kannst du erstmal dahin gehen oder du kannst ja eine gewisse Zeit in der EU verbringen oder du hast vielleicht ein Elite-Visum in Thailand. Du hast also wirklich Optionalität, wie man das so schön nennt. Du kannst also wirklich entscheiden, wohin du dich als nächstes bewegen wirst, was du als nächstes tun wirst. Wenn es in einem Start bergab geht, heißt das nicht, dass du dann dein gesamtes Vermögen, deine gesamte Existenz, deine gesamten Aufenthaltstitel dem Risiko aussetzt. Das Gleiche gilt eben nicht nur für Dubai, sondern das gilt auch für alle möglichen Länder. Eingangs hatte ich ja die Philippinen erwähnt. Die Philippinen sind ein tolles Land. Ich bin sehr gerne da. Ich kenne die Philippinen schon seit vielen Jahren ziemlich gut. Sehr günstige Steuern, sehr nette Menschen, Englisch ist Amtssprache, sind sehr direkt, sind sehr business-minded. Also sehr einfach dort letztlich Business zu machen. Aber natürlich macht es jetzt absolut keinen Sinn, ja, in den Philippinen hier Bankkonten groß zu unterhalten oder sowas. Also du kannst schon ein Bankkonto haben und dann ein bisschen Spielgeld auf dem Konto haben. Verstehe mich nicht falsch, ja. Aber da würdest du natürlich nicht jetzt dein Vermögen parken, denn erstens sind die philippinischen Banken nicht so komfortabel mit der Bedienung und dann gibt es sicherlich Standorte, die besser sind. Das würde man dann eben in Singapur machen. Die Immobilie würde ich jetzt in den Philippinen auch nicht kaufen. Vielfach geht es ja gar nicht. Du kannst so ein Kondo erwerben. Und das könnte übrigens auch eine gute Sache sein. Also wenn du dort ein SRV-Visum bekommst, dann musst du ja sowieso zwischen 15.000 und 20.000 dort bei der Regierung als Kaution hinterlegen. Die kannst du dann verwenden, um ein Konto zu kaufen. Viele Kontos fangen schon bei 50.000, 60.000 an. Also das könnte in diesem Fall schon interessant sein, aber normalerweise würde man sich jetzt nicht dort eine große Immobilie kaufen, wo man den Großteil der Zeit verbringt, sondern man mietet dort ein Apartment, dann hat man dann wirklich einen Wohnsitz, dann ist man steuerlich registriert, dann bekommt man einen Führerschein. Das ist vielleicht der einzige langfristig angemietete Wohnsitz, den du hast und weil es eben doch relativ günstig ist, also wie gesagt, fängt so bei $200 an. Manche sagen, naja, ich miete lieber was für 500 oder 600, vielleicht dann mit einem Freund zusammen, mit einem Bekannten zusammen, weil es sieht glaubwürdiger aus. Auch das ist gut. Kannst du dann per Airbnb vermieten, da können wir dir auch dabei helfen. Und das ist dann als offizieller Wohnsitz natürlich sehr hilfreich. Und weil es so günstig ist, kannst du das einfach immer weiter laufen lassen für viele Jahre und brauchst dir gar nicht groß Gedanken drum zu machen. Baust dir da eine schöne Historie auf.
giltst als verlässlich, als konsistent. Das ist ja gerade bei Banken und natürlich auch bei Behörden dann ein großer Vorteil. Aber eben, Konten wären nicht in den Philippinen, Crypto-Exchanges wirst du auch außerhalb der Philippinen verwenden. Eine Firma würdest du natürlich auch in den seltensten Fällen in den Philippinen gründen. Man gründet eine amerikanische LLC oder man gründet eben eine Firma in Singapur oder von mir aus auch in Dubai, je nachdem, was du machen willst. Manche Mandanten brauchen noch eine Firma in der EU und gründen dann etwas in Zypern oder in Bulgarien. Immobilienvermögen würdest du wiederum im Ausland aufbewahren. Du hättest wahrscheinlich auch noch Aufenthaltstitel für andere Länder, zum Beispiel eben Thailand, wenn du gern in der Region bist, oder auch Malaysia bietet ganz interessante Optionen an und natürlich auch Afrika ebenso. Wenn du in einer zweiten Staatsbürgerschaft interessiert bist, könntest du hier auch die philippinische nur sehr schwer bekommen. Auch das würde absolut keinen Sinn machen, jetzt darauf 10 Jahre zu warten, dass du da die zweite Staatsbürgerschaft bekommst, sondern da würdest du dann auch anderweitige Wege gehen. Also sagen wir zum Beispiel Panama. In Panama kannst du über das Qualified Investor Programm $300.000 investieren, zum Beispiel in eine Immobilie. Und da kannst du nach 5 Jahren schon die panamesische Staatsbürgerschaft beantragen. Und ganz wichtig, eben keine Anwesenheit ist dort vorgeschrieben. Das ist der große Unterschied zu den meisten anderen Ländern, wo dann wirklich, um die Staatsbürgerschaft zu beantragen, eine große Präsenzzeit tatsächlich gefragt ist. Teilweise, wie im Falle von Argentinien, darfst du das Land eigentlich gar nicht verlassen. So, und sollte jetzt eben irgendwas passieren in den Philippinen, also sollte es dort unerwarteterweise zu Problemen führen, sodass du sagen willst, naja, hier will ich eigentlich keinen Wohnsitz mehr haben, dann kannst du einfach einen Wohnsitz woanders etablieren. Aber all die anderen Elemente, die du dir aufgebaut hast, die sind eben nicht in den Philippinen. In den Philippinen hättest du lediglich all das, was mit deiner Meldeadresse, mit deiner offiziellen Adresse, mit deinem offiziellen Wohnsitz zu tun hat. Also, du hast deine Wohnung, wie gesagt, eine richtige Wohnung, die wir dir da besorgen. Das ist nicht irgendeine Adresse oder irgendeine WG, wo 100 andere drin wohnen. Eine richtige Wohnung, die alleine dir gehört. Kannst natürlich auch mit jemand anders zusammenmieten. Du hast einen Führerschein, du hast eine Steuernummer, du hast eine Meldebestätigung, hast Utility Bills. Also all das, was man eben braucht, um dann zum Beispiel Bankkonten im Ausland zu eröffnen, Handynummer. Ja, das ist natürlich dann rund um den Wohnsitz in den Philippinen aufgebaut. Aber jetzt Konto, Depot, Edelmetalle, Firma, das alles wäre natürlich nicht dann in den Philippinen. Also falls du dich irgendwann entscheiden solltest, das zu ändern, würdest du dir eben einen neuen Wohnsitz suchen, bist aber ansonsten jetzt nicht groß dann dort lokal in den Philippinen verwurzelt und verankert. Andere zum Beispiel sagen, okay, ich besorge meinen Aufenthaltstitel in Paraguay, ist ja dort sehr einfach zu machen, aber dann habe ich eben auch wieder Firma irgendwo anders, zum Beispiel amerikanische LLC, kombiniere das dann auch wiederum mit anderen Rechtsformen. Auch sowas macht natürlich Sinn. Also, du musst dir konkret überlegen, welche Strategie für dich Sinn macht. Wir können dir natürlich dabei helfen, egal ob es in den Philippinen ist oder in einem anderen Land. Meiner Meinung nach sind die Philippinen für solche Modelle sehr gut geeignet, weil es eben mit relativ wenig Aufwand verbunden ist, mit relativ wenig Kosten, keine Präsenzzeit. Du hast trotzdem die komplette Dokumentation. Du hast ein Land, was ein Abkommensstaat ist mit Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und du hast ein Land, wo die Natur tatsächlich natürlich wunderschön ist. Ja. Also, wie gesagt, wir können dich diesbezüglich unterstützen, sei es in Asien, sei es in Lateinamerika oder auch in Afrika. Buch gerne ein Beratungsgespräch, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir helfen schon seit 20 Jahren Mandanten genau bei solchen Vorhaben, steueroptimiert auswandern, Plan B, Flaggentheorie implementieren, so dass es richtig ist, das eigene Vermögen zu diversifizieren und eben Klumpenrisiko in Deutschland und in anderen Ländern zu vermeiden. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.